Ich habe mir letztes Jahr einen großen Traum verwirklicht. Der Plan, Afrika mit eigenen Augen zu sehen. Dafür habe ich mir in Südafrika ein Auto gekauft und bin einfach Richtung Deutschland losgefahren. Was ich in den 22 Ländern alles erlebt habe, seht ihr hier. Alter, wow, Scheiße! Ich meine, ich habe noch 2 schön gekühlte Biere da drin im Kühlfach, aber dafür müsste ich hier aufmachen, runtergehen ins Löwengebiet und das Risiko eingehen, vom Löwen aufgefressen zu werden. Soll ich es tun? Soll ich es nicht tun? Ich glaube, ich tue es. Ein Bier ist wert. Oh oh. Naja, da sind doch keine Löwen. Ach was. Geschwätz. Ich brauche jetzt mein Bier. Hier ist immer noch so eine Hitze. Shit, ey. I did it! Nice! Prost! Oh, ich glaube, das habe ich mir heute verdient. Der Tag war wieder lang und aufregend. In dem Sinne, gute Nacht, bis morgen. Und ich hoffe, wir sehen morgen ein paar geile Tiere. Cheers! Ey, ist immer noch so heiß hier, ich pack's nicht. Ich meine, die Moskitonetze sind sehr dicht, deswegen kommt da auch nicht richtig Luft durch. Boah, ich schwitze hier echt. Wie eine Sauna. Es hat bestimmt noch locker 32 Grad oder so. Boah, ich habe heute Nacht ziemlich mies geschlafen. Es war einfach viel zu heiß. Da ist irgendwie keine Luft durchgegangen durch das Gitter. Und wenn ich es aufgemacht habe, sind überall Stechmücken reingekommen. War ein bisschen kacke, aber heute Morgen den Sonnenaufgang gesehen und dann dachte ich mir, eigentlich war mein Plan ursprünglich beim Sonnenaufgang loszufahren, aber ich war so am Arsch, dass ich dachte, ich penne einfach noch mal ein Stück weiter und jetzt ist schon 8. Ich habe jetzt gerade noch kurz gefrühstückt, Camp fertig gemacht, ich bin abfahrtbereit. Ich wollte euch nur noch ganz kurz zeigen, wie das hier tagsüber aussieht. Also hier sind überall so Stellen, wo man einfach hinfahren kann, da kann man Feuer machen. Da vorne ist die einzige Hütte hier bei dem Camp. Da gibt es sogar noch Wasser. Das gibt es in den ganzen anderen nicht mehr, aber wir sind hier auch noch ganz am Rand. Also hinter dem Haus sind die Häuser von den Angestellten, die hier arbeiten. Ich meine, das sind 2, 3 Leute maximal und dahinter ist eben der Zaun. So, dann kann es ja jetzt endlich losgehen in den Park rein, wo wahrscheinlich keine Sau mehr zu finden ist. Normalerweise müsste es doch da, wenn es ein bisschen Funkenflug gibt, das wird ja trotzdem easy über die Straße drüber gehen, aber irgendwie hat es das hier nicht geschafft. Ziemlich strange. Wo B überhaupt? Ich weiß gar nicht, wo ich B. Alter, was ist denn das hier? Die Straße wird gerade ziemlich heftig. Ich glaube, ich bin von dem Weg abgekommen. Oh, das kratzt links und rechts an meinem Lack.
Anfangs machen die kleinen Wege noch Spaß, Tiere sehe ich aber leider keine, da mein Fokus zu sehr auf die sandige Straße gerichtet ist, die mich immer wieder gegen einen Busch am Fahrbahnrand versetzt. Trotzdem ist es ein unglaubliches Gefühl, alleine mitten in dieser weitläufigen Wildnis zu sein. So, das passiert, wenn das Auto hier also den Geist aufgibt. Dann endet es als Geist mitten in der Prärie. Das holt ja auch kein Mensch wieder raus. Oh shit, ey. Mal schauen, ob das in 50 Jahren hier immer noch zu finden ist. Aber ich glaube schon. Das macht sich niemand den Aufwand, hier das rauszuholen. Hoffen wir einfach mal, dass wir selber nicht so enden wie das Auto hier. Das wäre ganz cool, wenn ich hier noch lebendig rauskomme. Ey, es ist schon echt krass, man kommt einfach nicht voran. Ich kann nicht schneller wie 30 km/h fahren und ich habe ja irgendwie 600-700 Kilometer zu machen. Ja, dann könnt ihr es mal hochrechnen, wie lange ich hier noch drin sein werde. Ach so, und von den Autos, die an mir vorbeigefahren sind, ich habe natürlich mit denen geredet, kurz, ob sie irgendwas gesehen haben oder sonst was. Die haben leider alle nichts gesehen. Nur gestern gab es scheinbar irgendwelche Löwen. Aber alle fahren im Konvoi. Also es gab bisher noch kein Auto, was allein rumgefahren ist. Ganz zu schweigen von einer Person im Auto drin. Die anderen haben nach Wasser gefragt, aber ich habe denen leider sagen müssen, ich habe auch knapp kalkuliert und brauche noch eine Reserve, weil ich noch einen langen Weg vor mir habe. Ist natürlich scheiße, das den Leuten zu sagen, aber ich habe halt den anderen die drei Unfälle, denen ich begegnet bin, noch auf der Straße hierher, denen hatte ich alle Wasser gegeben, deswegen, ja, ich kann nicht jedem Wasser geben, sonst habe ich nachher selber nichts mehr. Oh, Leute, ich bin fix und fertig. Ich bin noch keine 4 Stunden unterwegs auf den Straßen und habe mich schon mal festgefahren. Bin aber gut rausgekommen, ohne die Sandbleche zu benutzen. Ich bin immer so hin und her, hin und her. Das kannte ich noch vom Schnee. Da hatte ich mich auch schon oft festgefahren mit dem Peugeot Boxer. Es ist so eine Hitze hier. Oh, ist das heiß. Also wenn mir nicht alles täuscht. Oh! Ah, ist das heiß. Also das sind Löwenspuren. Oh, das sah aus wie ein Knochen. Aber das ist kein Knochen. Oder? Nee, das ist nur ein Ast. Krass. Ich dachte, das ist ein Elefantenknochen. Der Löwe ist hier irgendwo rübergelaufen. Hier sind die Spuren. Ich weiß noch nicht genau in welche Richtung, aber ich glaube in die Richtung, wo ich herkomme. Und dann plötzlich sehe ich eine Fata Morgana. Oder ist es doch echt? Wenn man mehrere Stunden hochkonzentriert auf diesen langen Sandwegen unterwegs ist und seinen Wahrnehmungsfilter auf Tiere gestellt hat, rechnet man noch nicht mit einem von Menschen umzäunten Dorf. Doch nicht hier mitten im Nirgendwo in dieser lebensfeindlichen Gegend. Von was kann man denn hier leben? Aber es ist echt und sofort kommen die Einheimischen mich begrüßen. Ich komme mir hier vor wie ein außerirdischer Zeitreisender, der in seinem Haus auf Rädern mit Kühlschrank und Strom und dem Lärm, den ich hier in der Natur erzeuge, irgendwie völlig deplatziert wirkt. Hello, hello! What do you need? Beer. Everybody wants beer. One beer. I can offer you one beer, but I only have one. Yes. For everybody, one beer. Me. Then you have to share. Then you have to But you have to share it. Not to share. Corona. Coronavirus. Oh, Corona. It's really interesting to me to see how you live. Live. Yeah, how you live, how you manage to get food and water and stuff.
So you just sleep on the ground? Yes, this one. You don't get a lot of visitors here, do you? No, no, no. No visitors at all. No visitors? But I'm selling. Sorry? I'm selling artworks. You're selling artworks? Yeah. Oh, can I see? Yeah, you can. Leider sind die Gespräche nur sehr oberflächlich, da niemand besseres Englisch spricht. Auch wenn es wirklich cool ist, hier zu sein und sich die Einheimischen sehr über mich als Gast freuen, beschließe ich weiterzufahren, da einfach noch fast 80% der Strecke vor mir liegt. Ich erfahre nicht sehr viel mehr über ihre Lebensweise, außer dass sie von Viehzucht, vor allem Ziegen leben und die Familien in diesen selbstgebauten Rundhäusern aus Stöcken und Gräsern in einem Dorf mit schätzungsweise 150 Menschen zusammenleben. Falls sie etwas Bestimmtes brauchen, müssen sie von hier aus einen 2-Tages-Ritt mit dem Pferd bis an den Rand des Nationalparks reiten, um spezielle Vorräte, Medikamente usw. zu bekommen. Ich denke, der Speiseplan hier draußen könnte sehr eintönig sein, so wie sie sich über die Bananen von mir gefreut haben. Die Männer kümmern sich hier um die Viehzucht und im Jagen, die Frauen um die Zubereitung des Essens und die Kinder. Hey, enjoy your day, bye bye. Have a nice journey. Yeah, thank you, bye bye. Aber jetzt bin ich gerade durch das erste Dorf gekommen. Ich wusste gar nicht, dass das Dörfer sind. Ich dachte, das sind alles Camps. Aber hier wohnen tatsächlich noch Menschen. Mitten in der absolut krassesten Gegend. Ohne irgendwas. Also ich verstehe es nicht. Das sind einfach nur, wie bei Minecraft, so ganz normale Äste ums Dorf rum. Also ganz basic, damit, also das bietet denen halt Schutz vor den Löwen und so. Und ansonsten wirklich ganz einfache Holzhütten mit so Bastdächern und so. Ich hoffe, ich kann das Andenken mit nach Hause nehmen, dass es mir nicht an der Grenze irgendwo abgenommen wird. Aber ziemlich cool. Ich würde euch gern mehr von den Interaktionen mit den Einheimischen zeigen auf Kamera, aber ich bin immer noch ein bisschen scheu, die Kamera direkt rauszuhalten, wenn die Leute mir gegenüber sind oder wenn irgendwie ein Unfall vor mir ist. Das ist also da die Mischung zu finden aus respektvollem Umgang und trotzdem das Ganze natürlich auch für euch zu dokumentieren. Ich bin hier unten reingefahren, hier in Kutze. Und das waren schon irgendwie 100 Kilometer Gravel Road. Dann bin ich erst dahin gekommen, dann war es der Kutze Nationalpark. Und da habe ich auch irgendwo gepennt hier an dem Gate. Und bin heute hier reingefahren, ab da beginnt die Zentralkalahari. Bin hier vorbei und ich bin erst hier bei dem Kokamo Dorf war ich gerade und da habe ich mit den Leuten geredet und jetzt geht es weiter, hier hoch, bis Bape. Das ist mein Schlafplatz für heute Nacht und dann am nächsten Tag hier weiter, all the way somewhere here und dann geht es irgendwann raus nach Rakops. Also noch ist meine Tankanzeige voll, aber mal schauen, wie lange das noch geht. Hier seht ihr es. Ich bin jetzt, glaube ich, 160 Kilometer unterwegs an der letzten Tankstelle. Boah, aber die Straßen ziehen sich hier richtig. Also jetzt bin ich hier nur noch mit 20 km/h unterwegs. Also der Sand ist jetzt wirklich richtig tief. Und das Beschissene ist, dass irgendwas klappert am Auto. Und ich fühle mich nicht ganz safe. Also ich habe das Gefühl, das wird ein bisschen schlimmer. Boah, was ein Tag, ey. Ich bin fix und fertig. Oh, die Straße am Ende hat mir jetzt gerade noch den Rest gegeben. Das war so sandig am Ende. Ich bin jetzt echt am Arsch. Es ist 4:20 Uhr und ich habe keine Kohlen gekauft. Und ich habe eigentlich 3 Putenbrust dabei zum Grillen und Kartoffeln, die ich einpacken wollte und einfach ins Feuer schmeißen wollte. Aber das war was ich vergessen habe, was ich leider nicht gekauft habe. Jetzt gehe ich mal noch kurz auf Feuerholzsuche, baue jetzt hier das Camp auf und dann chill ich, glaube nur noch dran. Also dieses Bape, das ist alles. Mehr hat's ja nicht. Ist einfach nur ein Platz neben der Straße. Hier eine Feuerstelle. Und das war's. Ich muss sagen, ich verstehe jetzt auch, wieso die Einheimischen, die hier wohnen, einen Schutzwall um ihr Dorf rumbauen. Weil es ist schon absolut kein geiles Gefühl, hier rumzulaufen und zu wissen, dass da halt auch Löwen rumlaufen und Leoparden und keine Ahnung was, die jetzt dann bald auf Jagd gehen. Ja, ich schätze mal so um 5, 6 rum geht es dann bei denen los. Dann stehen sie wieder auf und dann geht's ab zum Jagen. Und ich hoffe, dass ich nicht auf ihrer Jagdliste stehe heute. Ich suche jetzt hier noch schnell ein bisschen Holz, mache schnell ein Feuer und gucke, dass ich vielleicht heute ein bisschen eher koche und mich dann wieder in mein Dachzelt verkrieche. Weil ja,
ist schon echt ein scheiß Gefühl, hier rumzulaufen. Hier in dem hohen Gras, da könnten sie halt überall versteckt sein. Ich mache jetzt einfach ein bisschen Krach. Ich weiß nicht, ob die direkt Menschen angreifen würden. Außer sie sind natürlich hungrig. Aber ich bin jetzt auch hungrig. Ich habe mich hier equipped mit einem guten Schweizer Armeemesser, mit meinem Stab hier, wo meine Mutter darauf bestanden hat, dass ich den mitnehmen muss. Kam jetzt doch noch zum Einsatz. Und die Bedrohung von unten darf auch nicht unterschätzt werden. Irgendwelche Schlangen, Skorpione, Kleinviech. Das hier sieht echt nach einem Platz aus, wo Löwen gern liegen mittags. Oder nicht? So, das muss reichen für heute. Aber wenn es hart auf hart kommt, habe ich ja immer noch meinen Pfeil und Bogen. Ziemlich geil. Ich hoffe, dass es nicht nur ein Spielzeug ist, was die selber gar nicht verwenden. Aber es hat auf jeden Fall ordentlich Spitzen hier. Metallspitzen. Richtig geil selber gemacht. Hinten die Körbe. Dem Köcher aus irgendeinem Holz, was ich nicht kenne. Sieht aus wie eine Wurzel, was die ausgehöhlt haben. Und dann haben sie einfach hier von irgendeinem Tier so ein Lederstöpsel gemacht, der das Ganze verschließt. Ziemlich geil, hey, muss ich schon sagen. Damit kann ich keinen Löwen killen. So, es geht weiter. Die letzte Nacht war deutlich angenehmer wie die vorherige. Nachts war wieder ein Gebrüll. Ich glaube, Hyänen haben auf jeden Fall geschrien. Einmal ein Löwe, soweit ich weiß. Und einmal dachte ich, jetzt liegt ein Löwe vorm Auto. Aber dann habe ich rausgeleuchtet und dann war das ein Viech, was ich noch nie gesehen habe. Also lacht mich nicht aus, aber das sah aus wie ein kleines Känguru. Das hatte so, also es sah aus wie ein Hase gemischt mit einem Känguru. Ganz, ganz strange. Also Oberkörper wie ein Hase, unten die Füße wie ein Känguru von den Beinen und der ist auch gesprungen wie ein Känguru. Ich dachte, was ist das für ein Viech? Naja, war auf jeden Fall witzig. Löwe wäre natürlich noch cooler gewesen, aber ich meine, das hatte ich auch noch nie gesehen, deswegen
Ich habe es ganz kurz nur mit dem Handy gefilmt. Ich kann das vielleicht noch mit reinschneiden. Aber ja, war ganz witzig anzuschauen. So, jetzt geht's weiter. Ich habe den Plan noch nicht gemacht so richtig, wo es jetzt genau weitergeht, weil jetzt in 30 Kilometer kommt eine Weggabelung. Da trennen sich die Wege und dann ist die Frage, ob ich den großen Bogen fahre oder den kleineren Bogen, wo aber auf der Karte angezeigt ist, dass es noch tieferer Sand ist. Deswegen, keine Ahnung, ich muss jetzt auf mein Bauchgefühl hören. So, ich komme jetzt gleich wieder in ein Dorf. Ich bin gespannt, was mich hier erwartet. Da schreien sie schon, die Kids. Hello, hello. Dumme lang. I'm good and good. You? Yes, and me good, very good. Okay, thank you. Enjoy your day. Bye bye. Bye bye. Boah, ich sag's euch, die Straße nimmt einfach kein Ende. Ich glaube, ich habe jetzt schon wieder 60, 70 Kilometer gemacht. Und ich glaube, ich bin jetzt so langsam im kompletten Zentrum von der Zentralkalahari. Erst. Das ist echt crazy. Das heißt, ich könnte jetzt einen Kreis um mich rumziehen, 250, 300 Kilometer. Nichts, nada, keine Menschen außer halt diese Leute, die in diesen Dörfern wohnen. Und sonst keine Zivilisation, keine großen Wasserstellen. Es ist wirklich verrückt. Richtig crazy. Ich habe die gefragt im Dorf, wovon die leben und was die essen. Also die haben das Glück, dass bei denen in der Nähe so ein Bohrloch ist, wo die ihr Wasser rausholen. Sonst könnten die da nicht leben. Aber sie haben gemeint, dass sie von Früchten leben, die hier wachsen. Aber wir hatten Kommunikationsschwierigkeiten, die sprechen alle nicht so gutes Englisch und die konnten mir nicht richtig sagen, was es genau für eine Frucht ist, was die essen. Und wahrscheinlich gehen sie ab und zu jagen. Also macht natürlich Sinn. Auch wenn ich habe bisher maximal 3 Springböcke gesehen und 2 Vogelstrauße, ich weiß nicht, wie man das sagt. Und das war's, glaub. Ach so, und dieses halb Känguru, halb Hase. Das habe ich noch gesehen heute Nacht. Vielleicht sehe ich ja noch irgendwas, aber es ist alles so dicht hier. Ich muss mich so auf die Straße konzentrieren und lenken, dass ich gar nicht groß die Möglichkeit habe, links und rechts zu schauen, ob ich irgendwie einen Löwen oder irgendwas sehen könnte. Eigentlich hat man nur die Möglichkeit, wenn sie wirklich auf der Straße sitzen oder wenn ich dann zu diesen Salzpfannen komme. Zieht euch meinen LKW-Arm rein. Der ist schon richtig braun vorne und hinten noch komplett weiß.
fahre jetzt gerade seit ein paar Kilometern durch eine Gegend, die ist komplett verbrannt und sieht hier so aus. Eine richtige Einöde, alles abgefackelt. Ich habe aber hier schon oft gesehen, da wo es gebrannt hat und einfach schon ein bisschen her ist, da wachsen dann überall wieder so ganz kleine, grüne, feine Büschel, die aber hier aber auch wieder abgefackelt sind, wie ihr sehen könnt. Hello, hello. How are you? Hi, I'm Florian. Yeah. Hey, you also want to have an orange? Orange and an apple for your kids? For your kids? Thank you. Hey, here. Thank you. You're welcome. Thank you. Die ganzen Tiere suchen alle Schutz unter irgendwelchen Bäumen. Man sieht die nirgendwo rumspringen oder essen. Die chillen alle nur unterm Baum. Boah, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Da drüben ist eine richtig krasse Windhose. Ich bin vorhin auch in eine reingekommen. Da hat es mir gerade so viel Sand um die Ohren geblasen. Ich schätze, dass das hier sicherlich 100 Meter hoch ist, wo es den Wind hier reinsaugt. Richtig krass. Das wandert jetzt, glaube ich, auf mich zu. Ich finde es so beeindruckend, wie die Menschen hier wohnen und einfach echt wenig haben und damit aber klarkommen. Also da geht es nicht um Themen wie das neueste Kleid tragen, die schickste Armbanduhr kaufen, neues Auto kaufen. Die ganzen Probleme, die wir in Deutschland haben, diese Luxusprobleme, die Wohlstandsprobleme, ja, gehen einer Arbeit nach, die uns vielleicht keinen Spaß macht, um Geld zu machen, um davon dann Sachen zu kaufen, um andere Menschen zu beeindrucken. Am Ende juckt es aber gar kein Mensch. Und ja, Zeit geht kaputt, die man so viel besser hätte nutzen können für wirklich wichtige Dinge im Leben. Und deswegen finde ich dieses ganze Selbstversorger-Thema echt spannend. Wie die Menschen hier so in kleineren Siedlungen zusammenleben. Die brauchen keine Versicherung oder sonst was. Ich will nicht sagen, dass die es einfach haben, aber es reicht aus. Und man braucht oft gar nicht mehr zum Leben. Wenn man Familie, Freunde um sich herum hat, wenn man krank wird, springen andere für einen ein. Naja, nur so viel Philosophie am Rande. Während ich hier gerade durch die Kalahari fahre, kamen mir halt so ein paar Gedanken. Ich sag's euch ganz ehrlich, es ist gerade echt ein Kampf hier zu fahren. Jeder Ast, der an meinem Auto kratzt, ist ein Kratzer auf meiner Haut. Ah! Boah, ich wollte eigentlich noch bis zu der Salzpfanne fahren, aber ich habe es jetzt leider nicht mehr geschafft. Ich habe jetzt hier vorher noch so einen richtig coolen Baum gefunden, wo ich drunter fahren konnte. Habe jetzt erstmal eine schöne Dusche genommen. Aber jetzt zeige ich euch ganz kurz mal mein Setup für heute Nacht. Da hängt meine Solardusche. Das ist einfach so ein Schweizer Armeewassersack. Kann man hier drauf drücken und dann kommt es raus. Das ist echt geil zum Duschen und es wärmt sich halt mega schnell auf mit dem Wasser. Auch wenn eine kalte Dusche jetzt eigentlich besser wäre. Aber ich habe das halt trotzdem sicherheitshalber mal noch aufgefüllt. Das hätte ich zur Not auch trinken können. Nur der Geschmack in dem Sack ist halt schon ein bisschen eklig. So, jetzt werden erstmal die Löwen angelockt. Mit dem hier. Schönes Feuer gemacht. Ist wie im Herbst, hier liegen überall Laubblätter rum. Ist alles extrem trocken. Ich muss aufpassen, dass ich hier keinen Waldbrand verursacht. Das wäre nämlich nicht das erste Mal. Und da geht die Straße durch.
So, jetzt sind es nochmal 150 Kilometer in die Richtung. Und ich bin bereits, ich glaube, 250 gefahren. Also ich habe schon über die Hälfte geschafft. Aber geiles Setup auf jeden Fall hier. Jetzt seht ihr mal, wie das heute gekratzt hat. Richtig übel. Also ich meine, man sieht es natürlich noch besser im Dreck, aber selbst wenn ich das wegmache und es hier sauber mache, sieht man trotzdem immer noch ordentlich Kratzspuren im Lack. Oh Mann, hey. Hier seht ihr das an den Boxen. Ey, ich sag's euch. Das hat mir echt wehgetan im Herzen. This is Africa! Woo-hoo-hoo! Boah, ich kann's nicht fassen. Ich bin auf der anderen Seite. Ich bin hier am Zaun und da geht's jetzt noch 80 Kilometer entlang. Hier, dieser Zaun begrenzt diesen Nationalpark. Ich weiß nicht, ob der komplett außen rum geht, aber falls der wirklich komplett außen rum geht, wäre das absolut verrückt. Aber ich meine, der wird auch nicht gewartet, so wie der aussieht. Ey, was ein Trip. Puh. Yeah. So, die Straße wird jetzt wieder weniger sandig und mehr steinig. Ich hau jetzt wieder ein bisschen was rein, weil ich hatte jetzt alle Reifen auf 1,5 Bar oder 1,7 Bar, die hinteren. Und jetzt mache ich sie wieder voll. Kann ich ja auch mal meinen Kompressor und alles austesten, ob alles auch wirklich gut funktioniert. Okay, das langt fürs Erste. Ich habe noch nie eine Straße erlebt, die so viel Spaß macht wie die jetzt hier gerade. Die ist frisch präpariert. Ey, es macht unglaublich viel Spaß. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu schnell fahre. Ich bin jetzt offiziell draußen aus dem Park, aus der Zentral-Kalahari. Fahre jetzt noch die letzten 30 Kilometer nach Rakops, wo ich auch wieder auftanken kann. Ich habe immer noch einen Vierteltank. Aktuell stehen 460 Kilometer bei mir drauf. Ja, hat schon gut Sprit gezogen. Ich glaube, ich habe über 20 Liter auf 100 Kilometer gebraucht. Aber jetzt genieße ich erstmal nochmal die Fahrt hier. So geil. So geil!